Assalamu alaikum, meine lieben Friends. Hier euer Khalid, fast sportlicher Glatzkopf. Mit Seitenscheitel und der Akku ist fast schon aus. Ist auch schlecht. Nein, Spaß beiseite. Mit den faszinierenden Ilias! Alhamdulillah. Aus eure Betten und rein in die Uniform. Stubenappell in 2 Minuten. Salam alaikum. Walaikum salam, Bruder. Was sagst du, erste Begrüßung oder zweite? Was war besser? Die zweite jetzt. Ja, das siehst du. Die kam von Herz. Sie kam vom Herzen, Baby. Ja. Für die Leute mal gleich im Vorweg, das ist das zweite Take. Ja, das erste haben wir verkackt. Akku aus, Licht fällt runter, dies, das, jenes. Wir sind sehr geduldig. Vor allem du. Sabr. Genau so ist es. Ja, einige kennen dich von TikTok. Ich habe dich über TikTok kennengelernt. Dann haben wir mal geschrieben über Instagram. Und heute ist es endlich soweit. Ja. Ich freue mich, die Wege haben sich getroffen, Gast sein zu dürfen. Danke. Ich freue mich, dein Gast zu sein. Mashallah. Bruder, einfach für die Leute, stell dich einfach einmal vor. Ich bin Ilias, bin 32 Jahre alt, geboren in Wien. Vater war aus Sanjak, bin verheiratet, habe einen Sohn, der ist 3,5. Ich mache Fußball, mache TikTok-Videos, versuche Leuten ein Lachen ins Gesicht zu bringen und ja, das Beste aus dem Leben zu machen. Genau. Jetzt werden sich viele Leute denken, ja okay, Fußball spielt er, TikTok-Videos, ja, das macht jeder. Ja, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Ja, ich sitze im Rollstuhl. Du sitzt im Rollstuhl, ja. Ja. Ich mache schwarzen Humor. Ja. Fußball natürlich auch im Rollstuhl, also ich stehe jetzt nicht auf und fange an zu laufen. Ja. Unfassbar, ne? Du hast mich abgeholt von unten und bist im Schnee herumgedüst, ein bisschen geslidet. Mario Kart. Mario Kart hat mich auch schwer daran erinnert. Und du bist so die muslimische Version von Mario Kart, ne? Ja, genau. Ja. Habibi Ilko. Schalak ist dein Herz. Ja. Und habe ich mir gedacht, bumm, ich wäre raufkommen, ne? Na, der holt mich ab. Der fährst das ist runter. normal, oder das ist so, weiß nicht, kulturbedingt vielleicht. Kulturbedingt? Kultur kann man nicht sagen. Anstand? So. Anstand? Ja, Besuch holt man ab, oder? Ja, normalerweise ja, aber Bruder. Und ich weiß, dass mein Hof kompliziert ist, also noch ein Grund mehr. Und ja, weil du gerade sagst, du vergisst den Rollstuhl. Da sind wir schon beim Punkt. Für dich ist normal. Ganz normal. Du fühlst dich auch wie ein normaler Mensch, ne? Ja, so wie du mir nicht erklären kannst, wie du dich fühlst. So, genau. Weißt du? Ich habe keine Schmerzen, Gott sei Dank. Ja. Mein Hirn funktioniert. Ja. Was brauche ich mehr? Was hast du überhaupt für eine Krankheit? Der Begriff ist Arthrogryposis multiplex congenita, also ein Zungenbrecher. Okay. Ist eine Muskel- und Gelenkskrankheit. Gibt es verschiedene Typen. Habe ich dir schon erklärt, aber ich erkläre es jetzt hier nochmal für die Leute. Ja. Es gibt, was ich weiß, so ein Typ, da haben die Leute sehr starkes Asthma und Lungenprobleme und Reden und das und das. Mit den Muskeln und Gelenken trotzdem dazu. Ja. Dann gibt es welche, die sind ganz weg. Also, ich weiß nicht, ob der geistig auch da ist oder nicht. Weißt du, das ist dann wieder spezifisch. Okay. Und dann gibt es so wie bei mir, Gott sei Dank, dass es nur die Muskeln und die Gelenke sind. Also mein Kopf funktioniert, meine Motorik funktioniert halt anders als bei dir. Ja. Aber so wie du jetzt etwas greifen kannst, kann ich das genauso greifen. Ja. Weißt du, was ich meine? Das hast du Glück gehabt. Ich dachte, dass der draufgefahren ist. Ja, ich habe Schreiben gelernt. So. Ja. Ja. Du hast mir erzählt, du bist auf die Welt gekommen, du warst so ein bisschen zusammengefaltet. Ja, ich war halt. Meine Hände waren, du musst dir vorstellen, so wie die rechte Hand. Ja. Also gerade nach unten, war auch die linke. Ja. Die waren so am Körper und meine Füße waren nach oben. Und als ich halt auf die Welt gekommen bin, war das erstmal ein Schock für meine Eltern und so weiter und so fort. Dann, die wollten, das habe ich vorhin gar nicht erzählt, die wollten mich sogar wegnehmen, meine Eltern. So eine Nonne ist zu meiner Mutter gegangen. Sie wollten nicht weggeben oder sie wollten sie dir deiner Mutter wegnehmen? Wegnehmen. Also die sind wirklich zu meiner Mutter gegangen, nein, wir machen das schon, das wird zu schwer für sie. Das heißt, geben Sie mir mein Kind zurück. Okay. Die hätten wahrscheinlich Experimente gestartet bei dir. Über das habe ich auch was, wenn du willst. Also die wollten mich in ein Heim stecken wahrscheinlich, nicht mehr oder so. Die Mama hat das natürlich nicht zugelassen, mein Papa genauso nicht. Bin ich ihnen noch sehr dankbar, logischerweise. Ja, nach 2 Stunden haben sie mir die Gelenke gebrochen, dass sie mich so formen, wie ich halt jetzt da sitze. Nur das heißt, die Hände oder? Ellbogen,
Schultern, Hüften, Knie und unten. Au, Die du Gelenke, Bille. also wirklich die Gelenke einfach. Au, du Bille. Zack, zack, zack. Ja, bis Was 4, für- 5 war ich im Krankenhaus. Also bis Okay. zum 4., 5. Lebensjahr. Schon dazwischen auch ein bisschen zu Hause oder so. Ja. Aber die meiste Zeit war ich wirklich im Krankenhaus. Ja. Das ist auch krank. Ich kann mich an Sachen erinnern, wie die Therapieräume ausgeschaut haben und so. Und dann frage ich meine Mama erst, ich habe das und das im Kopf. Dann schaut sie mich so erst, woher weißt du das? Ich habe so Bilder im Kopf, halt Erinnerungen einfach. Ja. Und dann erzählt sie mir, hey, das war da und da und da und da warst du so und so viel, so und so alt, also wie willst du das wissen und so. Wahrscheinlich durch die Schmerzen, die ich da erlebt habe, hat sich das mein Hirn eingeprägt und so. Sind die Erinnerungen erst mit dem Alter gekommen? Nein, eigentlich schon immer war das so. Ich habe das schon immer so, natürlich jetzt weniger, jetzt denke ich weniger daran. Also, je älter ich werde, desto mehr habe ich schon, scheiß drauf, ich lebe schöner als manche anderen. Weißt du, wie gesagt, ich bin verheiratet, ich habe einen Sohn. Ja, will das man ist mehr ja das heutzutage? Unfassbare. Ja, so. Du bist verheiratet, du hast einen Sohn. Ja, Der ist so zuckersüß. Ich habe ihn schon kennengelernt. danke. Unfassbar, ne? Also du führst ein ganz normales Ganz normal. Leben. Also das einzige Unnormale ist, dass ich vielleicht einen Vogel habe oder so. Ja. Deswegen bin ich bei dir. Na, aber sonst, Alhamdulillah, weißt du, es geht schlimmer. Das So. ist ja so eine großartige Einstellung, verstehst du? Du fühlst dich normal und fühlst dich trotzdem verrückt. Ja? Du sagst nicht, ja, schau, weil ich eingeschränkt bin, dies und das und ich brauche Mitleid und Und gar nicht. Ich glaube, wenn ich zu... Boah, Mitleid. So, dass ich war in der Klasse immer der Einzige im Rollstuhl. Das war sehr gut. Weil ich mich dann natürlich... Nicht die mussten sich anpassen, ich musste mich anpassen. Verstehst du, was ich meine? So, Gott sei Dank, meine Freunde haben mich auch nie diskriminiert oder sonst irgendwas. Natürlich gab es Momente im Leben, wo es nicht so war und so, aber das ist bei jedem, glaube ich. Also jeder wird mal deppert angeschaut oder sonst irgendwas und dann... bist du schon mal diskriminiert worden? Ja, schon. Ja? Schon. 2, 3 Mal so. Wie läuft das so ab? Ja, auf der Straße halt jemand redet dich deppert an. Ja. Dann redet deppert zurück und dann fahrt euch in die Haare. Und dann Also 5 du bleibst Minuten- auch nicht ruhig. Na, sicher nicht. Ja. Ich bin nicht auf den Mund gefallen, Ja. weißt du, was ich meine? So. Wenn ich sehe, der hat einen Schaden, dann bin ich schon ruhig. Weißt du, was ich meine? Weil es auch ein bisschen gefährlich ist. ja, dann vielleicht, tut ne? er mir leid, weißt du, was ich meine? So. Mashallah. Siehst du. Aber wenn ich sehe, dass derjenige wirklich weiß, was er da redet und trotzdem drauf beharrt, jetzt sagen wir mal einen zu bekommen, dann Ja. kriegt das, wenn es sein muss. Weißt du, Ja. was ich meine? So. Gab schon mal so eine Situation? Schon noch, Und ja. warum? Was war der Auslöser? Ich war mit Freunden unterwegs, eigentlich aus dem heiteren Himmel, so aneinander vorbeigegangen und ja, du gehörst vergast und Ärzte ohne Grenzen sollte man verbieten lassen Oh, du wegen Bille. dir und so. Und zuerst bist du im Schock und dann denkst du so, hä, was willst du von mir so? Weißt du, was ich Hat der meine? jetzt mich gemeint? Er hat jetzt mich gemeint, aber wirklich so, weißt du, schaust du so, Ja. der kann nur dich gemeint haben. Ja. Was ist dein Problem, Mann? Ja, und dann gibt es halt so Taktiken mit Rollstuhl, weißt du, wie du ihn in die Klemme kriegst, Ja. sagen wir mal so. Also das geht. Schon. Ich habe auch 4 Jahre Jiu-Jitsu gemacht. Wenn es sein muss, gehe ich mit ihm am Boden und mache ihn am Boden kaputt. Bis er tappt. Unfassbar. Ja. Also dein Leben dreht sich eigentlich ganz normal. Ganz normal. Ja. Also, ich wüsste jetzt nicht, was nicht normal ist. So. Ja. Weißt du, was ich meine? So. Unglaublich, ne? Du hast gesagt, spielst doch Fußball. Ja, ich spiele fürs Nationalteam Österreich Ja. und für ein Wiener Team. Also so jetzt kannst du dir vorstellen, wie Austria ist oder wie Rapid Ja. ist. Gibt es auch in E-Rolli Fußball, verschiedene Vereine. Und im Wiener Verein spiele ich. Ja. Mhm. Fußball. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? 4 gegen 4. Normal Fußball einfach. Im Rollstuhl. Im Ist so Rollstuhl. ein spezieller Rollstuhl? Oder? Es gibt, natürlich kann man auch mit einem Alltagsrollstuhl, also einen elektrischen es muss schon elektrisch sein, kann man den umbauen und dann mit dem spielen, aber mittlerweile bin ich schon auf so ein Level oder Niveau, sagen wir mal, dass wir jetzt so Sportrollstühle haben, die nur für das gebaut sind. Also Okay. der wurde für diesen Sport konzipiert. Und ja, das kannst du dir vorstellen, wie, kennst du Rocket League? Nein. Das ist so ein Spiel, da fährst du Auto, aber spielst Fußball. Okay. Ja, und der einzige Unterschied ist, wir können nicht fliegen mit dem Rollstuhl. Noch nicht. Doch nicht. Die fliegen, Ja? wir fliegen nicht. Na, Spaß ist wie Go-Kart fahren mit Okay. dem Ball dazwischen. Okay. Ja, also es wirken schon G-Kräfte auch in dich ein. Ist Ja. jetzt nicht nur, dass du wie verrückt den Ball hinterher fährst oder so. Ja. Geht auch um Taktik. So, du darfst niemanden reinfahren oder so. Zum Beispiel
Gitter auf Gitter. Also Kontakt ist verboten. Na, Gitter auf Gitter darfst du. Das ist wie wenn ich dir jetzt von vorne den Ball abnehme. Okay. Du musst dir das vorstellen wie beim echten Fußball. Je weiter ich dich hinten erwische, desto schlimmer ist das Foul dann im Endeffekt. Weil es auch gefährlich, ich habe schon jemanden umgekippt zum Beispiel und so weiter. Also jetzt nicht bewusst, sondern von ihm ist eine Stange irgendwie rausgegangen hinten am Rollstuhl. Ja. Und mein Rollstuhl ist in dieser Stange hängen geblieben und ich habe ihn dann so richtig ausgehebelt. Okay. War schon schlimm, aber Gott sei Dank nichts passiert und so weiter. Und ja, der Sport ist halt für Schwerbehinderte gemacht. Es gibt Klassifizierungen. Das heißt, je kranker du bist, desto mehr ist der Sport für dich. Das heißt, ich bin jetzt klassifiziert auf 2, weil ich halt Gott sei Dank sehr mobil bin und so, die nennen mich Eule, weil ich relativ weit nach hinten schauen kann und so weiter. Hab mich gewundert, wie du mich abgeholt hast, dass du da und so zurückgeschaut, weil ich mir gedacht habe, hoffentlich bricht sich da nicht den Nacken erst. Ja. Vorteil bei Jiu-Jitsu, ne? Ja, das auch. Mein Vorteil bei Jiu-Jitsu war immer, ich habe mich viel mit dem Nacken hochgehoben. Wenn ich am Boden gesessen bin oder so und ich muss mich irgendwo raufheben, habe ich zuerst mit dem Nacken, bis ich die Hand drauf kriege, weißt, und dann mit der Hand draufgehoben. Das werden wir vielleicht mal ausprobieren. Ja. Können wir gerne mal machen. Ja, das wäre wirklich so ein bisschen so ein kleines Highlight für mich, habe ich bis dato noch nicht Können wir erlebt. wirklich gerne machen. Mein Trick 17 war immer, ich habe geschaut, dass die Leute versuchen, mir beim rechten Arm den Arm zu machen. Ja. Also, weil da kannst du ziehen und drücken, so viel du willst. Geht nicht, ne? Mir scheißegal. Also, zieh. Ja. Du machst auf TikTok Videos. Schwarzen Humor, hast du schon gesagt. Ja. Erzähl doch mal, wie bist du auf sowas gekommen? Ich habe schon immer gern so herumgeschmäht, Geschmäh geführt, oder wie sagt man das? So. Schmäh geführt, Ja, ein bisschen über sich selbst gelacht. Über alles eigentlich. Ja. So, aber bevor ich jemanden verletze, wenn ich jetzt einen Witz mache und du fühlst dich dann angesprochen, weißt du, was ich meine? Mache ich noch mich und ich weiß, ich kann mich selber nicht verletzen. So, weißt du, was ich meine? So, es tut mir leid für andere, also für die Behinderten da draußen, wenn ich ein Video mache, was so steht, tut mir leid, aber so ist es einfach so. Akzeptiert das. Akzeptiert Es wird so bleiben, ne? Aber ja, du musst halt, schon, wir haben so viel Leid und dies und das auf dieser Welt, weißt du. Ich glaube, es ist sogar was Gutes, wenn du jemanden irgendwie zum Lachen bringen kannst. Oder wenn ich durch meine Videos, weißt du, ich versuche irgendwie, ich habe dir vorhin schon erzählt, ich schaue schon drauf, dass ich jetzt nicht irgendwie ein Blödsinn-Video drehe, wo sich mein Sohn dann in 10 Jahren schämen würde. Oder wo ich jemanden mit dem Glauben oder sonst irgendwas verletzen. So soll jeder machen, was er will, weißt du, was ich meine? Ja. Lass mich in Ruhe, ich lasse auch in Ruhe. Ja. Aber ein bisschen Spaß muss schon sein auf dieser Welt. Also es soll nicht unter die Gürtellinie gehen. Genau, und auf das schaue ich schon. Ich habe schon so viele Videoangebote bekommen. Hey, machen wir das, machen wir das. Na, geht nicht so. Das ist nicht meins so. So, ich kann über mich lachen. Ich hoffe, auch andere können darüber lachen. So. Ja. Aber dass ich jetzt, wie soll ich das erklären, auf Klischee irgendwas mache oder so, nein. So. Ja, das macht ja mittlerweile so ein bisschen die TikTok-Runde, dass Das man ist mit das Traurige Wiener heute. Schmäh und so richtig auf ganz dreckige Sprache. Das ist ja das Traurige. Die werden gefeiert, die Leute. Ne? Je schlimmer du bist, kommt mir heutzutage vor, und je dreckiger du bist, desto mehr feiern dich die Leute. Und wobei das irgendwie so, genau das ist ja das Traurige. Ich finde es mittlerweile peinlich. Weißt du, ja. Viele sagen mir, von dir kommt nicht so viel und so. Ja, normal, weil ich nachdenke, aber ich will nicht jeden Blödsinn nachmachen, was da jeder Zweite macht schon. Weißt du, ich will schon, natürlich kann es auch vorkommen, dass ich von jemandem ein Video nachmache, was er gemacht hat, aber ihn trotzdem dann wieder auf mich bezogen, weil es irgendwie auch wahr ist. Das machen doch So. alle YouTuber. Soll nicht jammern. Ne? Wo kommt man dahin? Jetzt ganz eine spontane Frage und auch direkter Themenwechsel. Du hast das schon erwähnt, für dich ist es ganz normal. Das ist ein normales Leben für dich, was du führst. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, von dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu stehen, was würdest du ihm sagen? Was würdest du ihm bitten? Ich würde mich bedanken. Also, blöd gesagt, bei ihm bedanken können wir uns ja nicht, weil Allah hat ihn geschickt. Aber ansonsten, ich weiß nicht mal, was wir ihm sagen sollen. Ja. Der wäre sicher sehr enttäuscht von der Menschheit. So. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Wie sie damals waren, die Leute, und wie die Welt jetzt ausschaut. Wie die Umma einst einmal also war und wie sie heute ist. Geschockt. Also ich würde ihn mir anschauen, ich würde mich freuen und so, aber ich glaube nicht, dass ich ein Wort rauskriege. Ja. Früher gab es unter den Gefährten wirklich Reiche,
die alles hergegeben haben, Ja. um die Umma zu unterstützen. Heute geht es nur noch darum, mehr Geld an sich Wer zu nimmt reißen. wem was weg? Und wer nimmt wem was weg, ja, und wer ist noch mehr heftiger als der andere. Und wir nennen uns trotzdem Umma. Wie siehst denn du das? Oder ist es nicht unser Recht, darüber zu urteilen? Schau, im Endeffekt können wir sowieso nicht reden. Also reden können wir schon. Aber Weißt wir du, was ich können mein? nichts ändern. Wir können es nicht ändern, Aber weil es gab es schon immer und es wird auch Ja. immer so weitergehen. Ja. So. Was wir machen können, ist, dass wir wenigstens wieder einen Zusammenhalt haben, wie damals. So, dass es ganz wurscht ist, wer du bist, was du bist, von wo du bist oder sonst irgendwas. Einfach friedlich miteinander leben. So, warum hat es damals funktioniert Ja. und jetzt nicht mehr? So, Ja. weißt du? So, das finde ich traurig. So. Shaitan leistet gute Arbeit. Der ist voll im Einsatz. Ja. Ja. So, wir sind ja auch immer wieder darauf bedacht, dass wir das, was wir machen, auch gut machen, beziehungsweise dass uns ja auch nichts passiert. Ja. Ja. Gibt es eine ganz bestimmte Sure. Du hast das vorher schon erwähnt, das ist so deine Das ist meine Lieblingssure. Lieblingssura. Und du musst dir vorstellen, was ja so unfassbar schon wieder ist. Beim Herfahren habe ich über eine Stunde nur die Sure An-Nas gehört. Allahu Akbar. Und heute sagst du mir, das ist deine Das ist Lieblingssure. meine Lieblingssura. Eine absolut so. Ja, Ach, du hast es vorhin übersetzt, sehr schön. ja. Ich kann es ja nochmal übersetzen. Ja, Ne? gerne. Also ich höre das immer wieder gern. Das ist, wir können ja auch die Sure gemeinsam machen. Ne? Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, Melikin Nas, ilahin nas, min sharrin waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. min al-Jinnati wan Nas. MashaAllah. Genau so ist es. Liebe dich. Es geht in dieser Sure, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Welten, dem Gott und dem König der Menschen. Da ist ja schon mal dieser Ilahinnes, der Gott. Ja? La ilaha illallah, illa. Ja, Ja? Einer. Maliki, der König. Vor dem heimtückischen Einflüsterern in die Brust. Ja? Kamera geht schon wieder aus. Vor dem Menschen und den Djinn. Ne? Wahnsinn. Ja? Also es gibt solche und solche. Ja, das ist, Ja? Ich wechsle mal den Akku. Ne? ja. Und Action. Ja, weil du gerade die Sura angesprochen hast und so. Ja. Ich sag dir ehrlich, weil wir auch vorhin über dieses, wie ist das für dich und so, so macht's keinen unnötigen Streit zwischen euch, also Fitna, weißt du, was ich meine? So, Ja, ja. lässt das nicht, hey, der hat das und das gemacht, hast du schon Ja. gehört? Unnötig. Denkst du, Rassismus wird wieder salonfähig? Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Dass der wieder so wird, wie es mal war. So, Rassismus gab es immer und wird es immer irgendwo geben, leider. Ja. So, mit dem habe ich auch viel zu tun gehabt, eben auch wegen dem Rollstuhl und so. Ja. Das ist ja nichts anderes als Rassismus eigentlich. Heutzutage Diskriminierung, Ja. so, weißt du, was ich meine? Ja. Aber, Naja, die, aber wenn jetzt einer sagt, damals beim AD wärst vergast worden, eben, dann ist es ja Rassismus, weißt du, dann was ich braucht meine? man dann So. immer drüber diskutieren. Ne? Oh, ich hatte mal, ich meine, der ist ein Schiri, der hat das auch nicht böse gemeint, also kein böses Blut, wenn du das siehst. Er hat mir gesagt, erst wenn ich dich so sehe mit dem Bart und du steigst in die U-Bahn ein und hast noch einen Rucksack hinten auf, ich hätte Angst von dir. Und das sagt mir ein Deutscher. Aha. So, weißt du? Dann habe ich gesagt, wenn ich dich mit der Corona-Maske sehen würde, weißt du, Ja. und du kommst aus einem Raum raus, würde ich dich auch fragen, was hast du da vorher drin gemacht? Ja. So, weißt du, was ich meine? Ich habe versucht, ihn so zu kontern, so. Ich weiß nicht, man kommt mit dem nicht weiter. Also ich glaube, die größten Rassisten haben tief in ihrem Herzen auch mal einen Moment, wo sie dann zu Hause sitzen oder draußen irgendein Kind sehen und dann finden sie das ursüß und dann erwischen sie sich selber so, hey, was war das jetzt? Ja. So, weißt du, was ich Ja. meine? So. Und es bringt dir nichts. Ja, jetzt durch den Konflikt in Palästina, Gaza,
wird natürlich wieder der Islam und der Ja. Moslem selbst ins schlechte Licht gerückt. Leider. Aber schau, Alhamdulillah, es gibt jemanden, der weiß, wie es wirklich ist. Ja. Viele Menschen haben jetzt die Augen geöffnet mittlerweile Genau so ist es. und haben es gecheckt. So. Ja. Es boykottieren sehr viele, Ja. was auch sehr gut Ja. ist. So. Es boykottieren sehr viele. Und was noch dazu kommt, viele bekommen das vielleicht gar nicht mit, aber seit dem Konflikt extrem viele Menschen konvertieren zum Bravo. Islam. Ja, das ich hab schon Extrem Gänsehaut viele gekriegt. Menschen. Alhamdulillah. Ich habe erst gestern ein Video gesehen, ich glaube, das war in Schweden oder in Amsterdam, wo einer dort steht, wo du dir denkst, auch so wie ich tätowiert, wer hätte gedacht, dass ich eines Tages zum Islam konvertiere? Also, Niemals. Ich kenne dich ja schon länger, habe ich Ja. dir erzählt. Und ich dachte auch früher so jetzt nicht böse sein oder so, dass Ja, du ja. eben rassistisch bist und Ja. so dies und das. Und ich Ja. habe mich nie getraut, dich anzureden. Ja. Ich war damals 16, 17, weißt du, was ich meine? Frisch beatmet und so und dann auch noch so ein bisschen Ja, Rambo damals. Und jetzt sitzen wir zusammen und so, Allahu Akbar. So, weißt du, was ich meine? 2020 ist es passiert, wo ich da gestanden bin, La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bravo. Ja, jetzt sind Wirklich. 3 Jahre fast vorbei. Mashallah. Unglaublich, ne? Wirklich, die Zeit geht, zack. Zack, zack. Und Also- das war so unfassbar für mich, weil du gesagt hast heute, wir kennen uns eigentlich schon viel länger. Ne? Ich kenne dich nämlich noch, wo du so ein Brecher warst. Ja, genau, das ist es. Ja. Damals warst du noch dieser Ja. Brecher. Aber unfassbar. Ich sage immer unfassbar, unglaublich, weil ich freue mich so sehr, dass ich heute bei dir Gast sein darf. Freut mich auch. Das ist so, viele Leute glauben ja, ich bin ja ein Neonazi gewesen. Ich dachte das ja auch, ehrlich gesagt. Weißt du, vielleicht war es auch, wann habe ich dich gesehen, wenn du in den Ring reingehst und aus dem Ring wieder rausgehst, Ja. weißt du, natürlich bist du da in einem anderen Film drin und Ja. du, weißt du, und ich habe dich halt meistens da gesehen, so. Natürlich habe ich dich auch bei irgendwelchen Videos vielleicht gesehen oder so mal auf der Straße, glaube ich nicht, weil du bist ja nicht in Wien gewesen Na, früher ja. eben. Und deswegen glaube ich wahrscheinlich, jetzt wenn ich so nachdenke, wahrscheinlich war es immer, weil du den bösen Blick hattest und Ja. fokussiert auf den Kampf Ja. warst, weißt du, was ich meine? So. Dieser böse Blick war damals auch für mich so ein Schutz. Sicher. Was? Sicher. Nicht nur zum Kämpfen, sondern auch im Zivilen. Hast du das nie so irgendwie Schon. gehabt? Schon, oder? Schon. Viele Leute sagen, ich bin ein Mensch, ich lache von Herzen gern. Also alle sagen mir, du bist der Ursonnenschein. Ja. Aber wenn ich mich jetzt so selber in der U-Bahn erwische und so, dass ich dann kurz in die Scheibe reinschaue und so, denke ich mir, Ilko, wieso schaust du wieder so böse? ja, So, ja, weißt du, was genau. ich meine? So. Ja. Aber, Aber es ist ein ein Schutz. Schutzschild. Es ist ein wirklich. Schutzschild, ja. Ja. Und ich bin ja eigentlich nur mit Ausländern aufgewachsen. Okay, das Ja. siehst du, das ist für mich jetzt urspannend. Das ist für mich jetzt urspannend. Ich habe ja auch hier die schwarze Sonne tätowiert. Da steht, das Problem ist ja das hat sich ja auch die SS genommen. Okay, ja. Ja? Ja. So, jetzt identifiziert man das natürlich gleich, ja, das ist ein Nazi, der hat die schwarze Sonne. Zum Glück ist sie nicht vollständig, weil sonst wäre es wahrscheinlich noch strafbar auch. Wenn ein Österreicher, wie du sagst, du bist mit Ausländern aufgewachsen, Ja, du kennst, wie die sind ja, und die kennen, wie du bist. ja, Wenn du nicht mit dem bist, woher willst du wissen, wie sie sind? ja, Verstehst du? Ja, und ja, so ja. bildet sich das, ja. meiner Meinung. Und deswegen war es auch gut, dass ich als Behinderter oft der Einzige im Rollstuhl war in dem Umfeld. Aber sie wussten halt, ja okay, es gibt solche, die sind wirklich arm. Ja. Und Solche, die nicht arm ja, sein wollen. ich habe durch Fußball erst, wie soll ich das sagen, gelernt, mit anderen Behinderten umzugehen. Für mich waren das alles verwöhnte Piepkinder. So. Weißt du, Ja. was ich meine? So. Ja. Weil ich mir gedacht habe, das geht doch nicht, weil ich selber alles kann und so. Wie kannst du verwöhnt sein oder so? Ja. Jetzt verstehe ich es. Es Ja. geht halt nicht jedem so gut wie mir. Weißt du, was ja. ich meine? So. Das ist Du hast das gesagt heute. Du bist halt so ein richtiges Mamasöhnchen, ne? ja, Muttersöhnchen. Muttersöhnchen, Ich liebe meine Mama, ja. Ja, unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies, sagt ja. man. Genau, das ist es. Ja. Mama ist wichtig. Mama ist das Wichtigste. Wir haben früh den Papa verloren. Ja. Ich leider früh meine Mama, schau. Schade, wirklich. Also, war hart, aber man musste halt, ich bin der Älteste von 9 Kindern. Ich habe eine ältere Schwester, aber halt von den Jungs bin ich der Älteste. Also, Ja, wir sind 6 Jungs und 3 Mädchen. ja, Also, die Mama hat wirklich gute Arbeit geleistet, sind alle auf einem braven Weg, beten 5-mal am Tag und das und das. Alhamdulillah. Aber es ist halt, Mama ist Mama. Mama ist Mama, ja. Mama ist Mama. Immer wenn ich Brüder besuche, wo die Mama auch da ist,
Oder wo es noch eine Mama gibt, die kocht dann. Und Ich war kurz davor, dass ich dir sage, geh mal zur Mama rüber. ja, Weil der Kleine so hyperaktiv ist. ich liebe die Mamas. Der wird uns ins Video Ich liebe rennen. alle Mamas. Grüße gehen raus an alle Mamas da draußen. Mama, falls du das schaust, irgendwann. Ja, Assalamu alaikum. Mashallah, auch Grüße an die Mama von dir natürlich. Das ist immer so ein bisschen so, wenn man keine Mama mehr hat, dann ist das so wie ständiges Heimweh. Ja, Weißt? ich verstehe das, weißt du. Wir haben auch vorhin geredet, wie das Verhältnis zwischen mir und meinem Sohn ist. Ja, Ja. unfassbar, wie ihr zwei miteinander umgeht. Also wir sind irgendwo wie Freunde. Natürlich hat er den Respekt, was er vor einem Elternteil haben muss. Ja, Aber ich will ihm auch zeigen, dass er mit mir wirklich, ob jetzt oder in 10 Jahren, egal was er macht, so ich bleibe sein Vater. ja. Das Dein braucht Sohn, für die anderen, dein Sohn ist nicht im Rollstuhl. Ja, genau, der ist Alhamdulillah gesund, Genau. stabil. Der wird. Und wir haben auch gemeinsam das Gebet verrichtet, der ist 3 Jahre alt. Ja. Unfassbar eigentlich, ne? Marschall. Sind wir schon wieder bei unfassbar, unglaublich. Unglaublich. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr oder doch nur erfunden? Unfassbar. Ja, wer weiß, was noch kommt. Alhamdulillah.